Im sogenannten Böttger-Saal sind die frühesten Produkte aus Meißen ausgestellt. In den ersten Jahren produzierte die 1710 gegründete Manufaktur nur ein rotbraunes Steinzeug, das auch einem chinesischen Vorbild nachgeahmt ist, das im Scherben aber noch dichter und härter ist, sodass es nach dem Brand auf Hochglanz poliert und auch wie Glas geschnitten und facettiert werden kann. Als es dann aber ab 1713 auch gelang, endlich das glasierte Porzellan, weiße Porzellan zu produzieren, gewann dieses sofort die Gunst der Käufer. Was nicht glückte im ersten Jahrzehnt, ist die Erfindung geeigneter Porzellanfarben, weshalb man diese frühen Porzellane mit Reliefs und plastischen Belegen dekoriert hat, meist nach europäischen Silbervorbildern. Das Böttger Steinzeug und Böttger Porzellan ist benannt nach dem berühmten Miterfinder des europäischen Porzellans, dessen abenteuerliche Lebensgeschichte man sich jetzt schon seit 300 Jahren erzählt und gerne auf die eine oder andere Weise auch ausschmückt. Böttger war ein Apothekerlehrling in Berlin, der am liebsten alchemistische Experimente durchführte und eigentlich angetreten war, Gold herstellen zu können. Mithilfe des sächsischen Naturwissenschaftlers Tschirnhaus gelang ihm etwas ganz anderes, auch ein großer Wurf, nämlich die Nacherfindung des berühmten chinesischen Porzellans, das auch gerne das weiße Gold genannt wird. Und er war auch erfolgreich darin, die erste europäische Porzellanproduktion zu etablieren, verstarb aber dann relativ jung, mit nur 37 Jahren, weil er sein Leben lang mit giftigen Essenzen hantiert hatte.